Wir haben das Dr. Wack A1 High-End Spray Wax jetzt ausprobiert und in diesem Video rechnen wir damit ab. Deswegen auch der Titel. Jetzt wird es nämlich wirklich ätzend in diesem Video. Wir wollen versuchen, das Dr. Wack A1 High-End Spray Wax vom Lack zu ätzen. Das heißt, es gibt jetzt einen Chemiebelastungstest und am Ende des Videos erfährst du, wie resistent das Dr. Wack A1 High-End Spray Wax wirklich ist, ob es Umwelteinflüssen trotzen kann und vor allen Dingen auch starker Waschchemie. Deswegen bleib auf jeden Fall dran, wir steigen gleich voll ein. Ihr habt ja im ersten Video bereits gesehen, dass die Performance vom Dr. Wack Spray Wax extrem gut ist. Die Glätte ist mega, Hydrophobie ist top. Und jetzt wollen wir auch mal schauen, ob es sich auch über längere Zeit und vor allem gegen Chemie behaupten kann. Wir haben dafür 3 Lacke vorbereitet. Lack Nummer 1 ist der Polo, den wir halb poliert und versiegelt haben. Der ist jetzt schon über 200 Kilometer damit unterwegs und bekommt jetzt seine zweite Wäsche mit ein bisschen mehr Chemie, als wir eigentlich brauchen und auch verwenden sollten. Und dann haben wir noch 2 andere Lacke, zu denen kommen wir aber danach. Da probieren wir die Chemiebeständigkeit auch nochmal aus, um einfach zu sehen, verhält sich das Produkt auf anderen Lacken anders. Damit haben wir so ein bisschen das Risiko begrenzt, dass man sagt, hey, auf dem Lacktyp funktioniert es mega, auf dem anderen nicht so. Aber ich würde sagen, genug gelabert, ich stelle euch mal die Gegner für Spray Wax vor. Zusätzlich erfährst du auch während des Videos, welche Reiniger du lieber nicht in Kombination mit dem Spray Wax oder generell nicht auf deinem Lack verwenden solltest. Wir haben das Initialbeading, also das Schmutzbeading gesehen auf der Haube, wo sich Ablagerungen gebildet haben. Ist das ein bisschen schlechter als auf dem Kotflügel, wo keine sind. Wie gesagt, das Auto ist an sich jetzt nicht extrem dreckig, aber schmutzig. Aber das ist ja genau das Ziel der Wäsche. Und wir wollen jetzt mal starten mit dem Sonax Actifoam in der Schaumlanze. Verdünnt erst 1:50 und dann nochmal 1:20. Und dann gucken wir mal, ob sich jetzt schon irgendwas ändert. Wir warten jetzt 2-3 Minuten, das ist ein pH-neutraler Snowfoam, also pH-Wert um die 7 haben wir gemessen und wollen ihm jetzt einmal die Wirkzeit geben. Dann spülen wir den einmal runter und schauen mal, ob sich irgendwas geändert hat. Spray Wax lacht mich aus, im ersten Moment natürlich durch die Tenside, die sich in dem Produkt befinden, ein bisschen zugesetzt, aber nach mehrmaligem Abspülen unverändertes Beading, tipptopp, gibt nichts zu meckern, sieht alles super aus. Ich glaube, wir können weitermachen mit dem nächsten Produkt. Da wird es jetzt gleich ein bisschen strammer. Ich hole es mal, wir sehen uns gleich wieder. Bleiben im Haus Dr. Wack. Insektenentferner Gel sollte natürlich schon formuliert für die eigenen Produkte sein. pH-Wert 8 haben wir gemessen, also wir gehen leicht in den alkalischen Bereich. Auch aufsprühen, kurz wirken lassen. Und dann wollen wir mal schauen, ob hier was passiert. Kleiner Hinweis noch, wir können die Wirkzeit etwas verlängern, weil wir es jetzt auf nassen Lack aufsprühen. Dadurch sinkt natürlich die Konzentration als auf trockenem Lack. Und insgesamt nochmal der Hinweis, immer im Schatten und auf kühlem Lack anwenden. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem Videoinhalt zu tun, aber der Trigger hier, der ist mega angenehm. Der lässt sich richtig schön leicht sprühen. Da passen selbst meine großen Finger, passen sogar 3 Finger drauf, aber auch mit 2 lässt er sich gut sprühen. So, wir sehen jetzt auch hier schön, wir haben trotz der feuchten Oberfläche eine gute Klebeeigenschaft. Das heißt, das Produkt kann auf der Oberfläche wirken und läuft nicht einfach ab. Deswegen warten wir jetzt mal 1-2 Minuten wieder. Gucken, dass es halt nicht anfängt anzutrocknen, sondern solange es noch steht, spülen wir es dann gleich ab und schauen mal, ob jetzt irgendwas passiert. Um die Einwirkzeit zu nutzen, kleine Ausführungen zum Thema Chemiebeständigkeit. Warum ist es überhaupt relevant? Warum interessiert es mich? Generell ist es so, wir haben starke Umweltverschmutzungen, die natürlich auch chemisch auf den Lack wirken. Das heißt, in dem Bereich ist eine Chemiebeständigkeit relevant. Aber viel mehr noch wollen wir anstreben, ein Fahrzeug bei der Wäsche möglichst erstmal mit passender Chemie zu reinigen, damit wir keine mechanische Einwirkung haben. Denn die, also reiben, waschen, das Klassische, ist immer eine Beanspruchung für den Lack. Also je besser wir einen Lack mit Versiegelung chemisch reinigen können, umso schonender arbeiten wir auf dem Lack. Deswegen ist das eine relevante Sache und einfach ein Test für die Widerstandsfähigkeit eines Produktes. Auch hier wieder, nachdem wir den Tensitanteil, der sich eben auf der Oberfläche anlagert, runtergewaschen haben, deswegen ist auch ein Hochdruckreiniger wichtig, hatten wir eine Performance wie am Anfang keinerlei Einbußen meiner Meinung nach. Und für meine persönlichen Anforderungen wäre jetzt sogar hier ein Test für ein Spray Wax schon bestanden. Im Bereich Keramikversiegelung, Langzeitversiegelung müssten wir noch weitergehen, aber ein Spray Wax muss man nicht mit was Schärferem behandeln als
milden Insektenentferner. Aber wir wollen es ja hier auf die Spitze treiben. Wir machen jetzt weiter und zweckentfremden jetzt ein Produkt in seinem Einsatzbereich. Und zwar nehmen wir jetzt ein Produkt, was eigentlich für die Felgen gedacht ist, einen sogenannten pH in Klammern hautneutralen Felgenreiniger, ungefähr pH-Wert von 5, also leicht in den sauren Bereich. Kann man aber auch als Flugrostentferner einsetzen, deswegen hat es auch irgendwo was mit Lack zu tun. Und den werden wir jetzt als nächste Stufe der Eskalation hier aufsprühen. Ja, wir haben immer noch eine Top-Performance. Ich habe das Gefühl, der Wasserfilmaufriss wird langsam langsamer. Ich erinnere mich daran, dass es beim letzten Mal auch so war, dass der Felgenreiniger schon mal etwas langsamer gemacht hat, aber immer noch nicht zu meckern. Wir haben schön runde Perlen, das Wasser fließt ab, also Performance ist immer noch sehr gut. Ich bin jetzt mal auf das nächste Produkt gespannt, weil da kriege ich Kopfschmerzen. Jetzt wird es wirklich ätzend. Er ist sehr bekannt, auch sehr beliebt. ADBL Beetle Juice Squeezer. Warum wird es ätzend? Das Produkt hat einen pH-Wert von 14. Also wirklich obere Ende der Skala, fast jedenfalls. Wir kommen gleich nochmal eine Nummer weiter. Man muss mit dem Produkt generell ein bisschen aufpassen auf unbehandelten Aluleisten und auf Scheinwerfern. Da gab es auch schon Kommentare, die ich mitbekommen habe, dass das zu Spannungsrissen führt. Also wie gesagt, das ist wirklich ein Hardcore-Produkt. Meiner Meinung nach sollten Endkunden davon die Finger lassen. pH 14 hat bei einem Endkunden an einem Lack nichts zu suchen. Aber wie gesagt, wenn es mit Vorsicht angewendet wird und deswegen haben wir hier ein Testauto, können wir es machen. Ich bin mega gespannt, wirklich mega gespannt, ob das Spraywax das überlebt. Also wenn es pH 14 überlebt, das wäre schon wirklich krass. Sollte es nicht überlegen, egal, brauchen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Wir gucken jetzt erstmal hier, wichtig, Einwirkzeit, maximal 30 Sekunden, auf keinen Fall länger. Das heißt, ich sprühe es auf die Haube, auf den Kotflügel auf und spüle es dann auch schon nach 20, 30 Sekunden runter. Pass ein bisschen auf, dass ich jetzt direkt mit dem Spray den Scheinwerfer nicht treffe, also werde die Ecke hier vorne ein bisschen auslassen und dann bin ich wirklich gespannt, was hier passiert. Zum Vergleich nochmal zu dem pH-Wert. Keramikversiegelungshersteller geben meistens an, waschresistent bis pH-Wert 12, 13. Wir sind jetzt bei pH-Wert 14, also schauen wir mal. Ja, und hier sieht man, was bei so einer harten Chemie 5 oder 10 Sekunden Unterschied machen. Wir haben den Kotflügel als zweites abgespült und es ist noch drauf. Ja. Wir haben wirklich noch ein gutes Sheeting. Die Tropfen sind nicht mehr rund, das muss man ganz klar sagen. Auf der Haube tatsächlich schon noch, da war die Einwirkzeit ein bisschen kürzer. Also von daher, ja, es hat es hier nicht gekillt, es hat aber die Performance erheblich geschwächt. Ich bin trotzdem, muss ich sagen, beeindruckt, dass das Produkt so einen Angriff überhaupt überlebt. Es hätte jetzt einfach eine einzige Wasserlache auf dem Auto sein können, aber pH 14 war jetzt wirklich eine Herausforderung. Wir haben noch ein paar andere Produkte in der Skala, deswegen würde ich sagen, wir nehmen das trotzdem noch als Referenzfläche, bis es ganz runter ist, machen es aber noch mal hinten an der Tür, damit wir noch mal eine chemisch unbelastete Fläche haben und am Dach, um einfach noch mal zu sehen, was in Bereichen darüber hinaus noch geht. Von daher bleibt dran. Wer gedacht hat, das ist das Ende der Fahnenstange im Endkundenbereich, hat gefehlt. ADBL legt noch einen drauf. Green Gin, also Green Engine quasi, Motorraumreiniger, der aber doch mal Kontakt mit dem Lack haben kann, hat erstmal als Konzentrat pH-Wert 14. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, wenn ich es nochmal 1:10 verdünne und der pH-Wert 14 hätte, hätten wir danach pH-Wert 13. Aber die verdünnte Lösung 1:10 hat immer noch pH-Wert 14. Das heißt, wir sind hier deutlich über pH-Wert 14. Zu dem Thema, wer sich da mal tiefer mit beschäftigen will, Verdünnung, pH-Wert. pH-Wert ist eine logarithmische Skala, das heißt, sie sinkt von einem zum anderen um Faktor 10. Nur deswegen die Info, warum ich jetzt 1:10 als Verdünnung gewählt habe und deswegen bestimmen kann, dass der noch mehr als pH 14 hat. Wir gehen erstmal auf unsere schon vorgeschädigte Fläche, dann auf die hintere Fläche und ich bin gespannt, ob dann am Ende noch was für unseren letzten Reiniger übrig bleibt. Es kommt wieder. Also gerade auf der Haube haben wir wieder wirklich, also vor allen Dingen hier oben, schöne Perlenbildung. Ne? Ein bisschen flacher werden sie schon ganz klar. Aber selbst auf dem Kotflügel hat sich Beading Sheeting nochmal verbessert. Das heißt, das Spraywax hat auch den Beetle Squeezer überlebt, hat den Engine-Reiniger mit pH-Wert 14 plus überlebt. Und ich habe sogar so ein bisschen den Verdacht, dass hier einfach so ein bisschen noch Tensid drauf liegt. Ich werde jetzt hier einmal drüber waschen
und gucken mal, ob sich dann irgendwas verändert. Und dann gibt es nochmal ein Zwischenfazit und die hinteren Teile. Ich will jetzt erstmal gucken, was es auf einer intakten Fläche macht. Bisschen aufs Dach. Kann ja mal ein Viertel machen, dann haben wir noch eine Vergleichsfläche. Großer Respekt. Das Produkt hat es tatsächlich überlebt. Wir haben gerade mit Absicht den Vergleich zwischen der nicht behandelten Tür und der behandelten Tür gemacht und wir haben marginale Unterschied im Sheeting. Und wenn man hier genau ranguckt, die Perlen sehen immer noch wunderbar aus. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Von daher im Bereich pH nach alkalisch, also 14, 14 plus, Respekt an so ein Spraywax, dass es das wegstecken kann. Bin ich wirklich beeindruckt. Wir gehen jetzt noch einmal ans andere Ende der Skala und dann gibt es mein Zwischenfazit. Also Fazit zu der extrem belasteten Bauteilen, wo wir jede Chemie nacheinander aufbauen, draufgeknallt haben. Selbst da ist es wie gesagt noch da. Es hat 50% an Performance verloren, aber ich finde es dennoch beeindruckend, wenn man überlegt, wir haben jetzt hier mit, weiß ich gar nicht, 5, 6 verschiedenen Reinigern bis pH 15 oder wie auch immer 14 plus draufgeknallt. Und natürlich sind die Perlen nicht mehr so schön, aber das Sheeting funktioniert noch, also das Produkt läuft noch ab. Muss mich sagen, beeindruckt mich. Und jetzt werde ich noch mal richtig sauer, beziehungsweise der Reiniger. Wir nehmen sauren Felgenreiniger, pH-Wert 1, quasi das andere Ende der Skala. Hat eigentlich auch nichts auf dem Lack verloren, aber wir wollen es einfach mal ausreizen. Werden die Flächen besprühen, die wir eh schon so extrem belastet haben und dann auch noch mal die hier, die relativ intakt sind. Und dann schauen wir mal, was dann danach passiert. Witziges Fazit zum sauren Reiniger. Also auf der Tür hat es das Sheeting minimal verschlechtert. Die Perlen sind wirklich, also Sheeting ist das Ablaufverhalten. Die Perlen sind weiterhin schön rund. Also auch da hat es einem Felgenreiniger pH-Wert 1 extrem sauer gut getrotzt. Hat mich beeindruckt. Hier auf den extrem belasteten Flächen ist das Sheeting ein bisschen reaktiviert worden. Also da haben wir sogar ein paar Verbesserungen der Performance, auch wenn die Perlenbildung jetzt schon mittlerweile sehr schwach ist. Man muss, oder ich will an der Stelle noch mal erinnern, ans erste Video, wir haben nur das halbe Auto poliert. Deswegen war die andere Seite jetzt keine Referenzfläche, weil die ja sehr zerkratzt war. Das war dann ein anderer Test, den wir in dem ersten Video aufgelöst haben. Deswegen hier auf der polierten, vorbereiteten Fläche, 200 Kilometer gefahren, dreckiges Auto. Muss ich sagen, hat mich jetzt beeindruckt. Wir machen weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Moment mal, bevor der hier wegfährt. Wir haben noch den Endgegner. Wir wollen es jetzt wirklich runterwaschen, wir wollen es provozieren. Beim letzten Mal war es dann komplett weg. Rechne ich jetzt auch damit. Ich werde es auch mal an einer unbelasteten Tür probieren, um wirklich mal zu gucken, was das vielleicht mechanisch aushält. Aber da bin ich nicht so zuversichtlich. Wir werden es sehen. Meguiar's Wash Plus, quasi die Scheuermilch fürs Auto, wurde entwickelt, um beim Waschen Insekten zu entfernen. Es steht auch drauf, dass es leichter Kratzer entfernen, funktioniert jetzt nicht, aber es enthält halt Schleifpartikel. Das heißt, wir haben jetzt hier eine abrasive Reinigung auf der Oberfläche. Man verwendet es auch tatsächlich so, dass man das auf den Schwamm direkt aufträgt und dann sozusagen normal wäscht. Und wir sehen jetzt hier, also aktuell haben wir einen Wasserfilm. Kann natürlich auch durchs Shampoo sein, aber ich denke mal, wir haben das mit dem Wash Plus jetzt wirklich beendet, hier die Ära. Aber wir probieren es mal aus. Wir haben es geschafft, die Bestie ist bezwungen, der Endgegner wurde gefunden. Wash Plus, keine Überraschung, dennoch für mich ein überragendes Ergebnis hier bei unserem ersten Lack. Das war es jetzt an dieser Stelle. Ihr habt in diesem Video gesehen, wie resistent das Dr. Spraywax gegen Chemie jeglicher Art ist. Also wirklich überragend, gerade für die Einfachheit und Anwendung des Produktes. Ihr habt gesehen, welche Chemie für die Pflege eines gewachsenen oder versiegelten Autos mit Sprühversiegelung geeignet ist, welche Chemie lieber nicht verwendet werden sollte. Und ihr wisst jetzt, wie ihr mit einer Wachsversiegelung das Auto gegen Umwelteinflüsse schützt, gegen mechanische Belastung schützt, weil ihr auch gewisse Chemie benutzen dürft, ohne der Versiegelung zu schaden. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.